Meine Vision war es, in Einkaufszentren Geräte aufzustellen, die wie Spiegel sind. Ja, die Moodboards, das ist ein Livestream eigentlich, der trackt dich auf Geschlecht, Altersgruppe, Konfektionsgröße und bam. Du läufst da vorbei und dann siehst du dich mit anderer Kleidung in dem Spiegelbild. Kannst dich bewegen. Und das wollten wir Werbung mit Wow-Effekt nennen. Wow-Ad. Und die ganzen Bekleidungsgeschäfte in den Einkaufszentren, ja, die Einkaufszentren sehen eh alle relativ gleich aus. Die könnten dann bei uns praktisch Zielgruppen buchen, ja, weiblich, junge Erwachsene, Konfektionsgröße 36 für den Monat März. Und jedes Mal, wenn so eine Frau dann vorbeiläuft, zieht sie sich mit der neuesten Kollektion von diesem Bekleidungshändler. Und sie könnte auch auf dem Gerät einkaufen. So, und dieser Herr hier hat dann in meine Idee investiert. Und ich habe eine Firma gegründet und habe mir gedacht, wie machst du denn das? Habe dann meinen Freund in Skopje, Mazedonien angerufen, Nenad. Mit dem habe ich schon einige Projekte gemacht und dann habe ich mir Skopje näher angeschaut und habe mich entschieden, ich mache das dort. Denn das ist 30% der Kosten von Deutschland und man findet tatsächlich Entwickler. Dann habe ich mich also aufgemacht mit dem ganzen Geld nach Skopje. Ein Freund von der Uni Bayreuth, der noch gerade seinen MBA fertig hatte, hat gesagt, das ist spannend, ich komme mit. Ja, und dann waren wir tatsächlich in Skopje und haben unsere Mission gestartet. Ja, und das ist meine Geschichte. Okay, es ist Donnerstag, 8. Januar 2015. Ich bin in Skopje. Ja, das ist jetzt meine neue Realität hier. Ansonsten ist eigentlich alles soweit ziemlich interessant, ziemlich fett, ziemlich aufregend. Ich bin eigentlich nach wie vor immer noch ziemlich überwältigt von dem Ganzen. Wir haben jetzt beschlossen, letzte Woche habe ich ja bereits aktiv gearbeitet, auch ist ja gekommen, haben aktiv gearbeitet, haben im Endeffekt Büro jetzt gesichtet, haben uns jetzt für das kleinste Büro entschieden, was auch am nächsten an Nenad sein Büro dran ist, einfach weil wir dann kurze Wege haben und am wenigsten Kosten haben, Geld sparen erstmal. Relativ unhöflichen Umgangston legen hier alle Menschen an den Tag, auch man merkt so eine Grunddepression bei allen Menschen irgendwie. Ist ziemlich interessant, wenn man sich in so einem Land wie Mazedonien aufhält. Haben jetzt eigentlich einen entdeckt, CTO-mäßig, der offensichtlich gut geeignet ist. Okay, jetzt kommen die Angebote und jetzt? Jetzt ist wieder weg. Jetzt versucht er das irgendwo anders anzuknüpfen. Aber kann er euch immer noch auseinanderhalten, dass ihr zwei unterschiedliche seid? Die Silbernen sind noch da, aber jetzt, ja, jetzt. Ja, der Software ist komplett. Die ganze Geschichte wird inzwischen so groß, ich habe echt Schiss, ohne Witz. Ich habe ja mal so eine lustigen Mem gelesen, ähm, wenn deine Träume dir nicht Angst einjagen, dann sind sie nicht groß genug. Also inzwischen habe ich richtig Angst. Ja, so sieht das Büro aus. Da sitzt Nenad, da sitze ich, da hinten hier Besim. Hier bauen wir den Prototypen an die Wand. Ja, ich habe gerade eine Nachricht aus London bekommen vom Mr. Und ja, die möchten investieren, die volle Summe. Вижи се, вам. Да, с кем държим. Дали го? Ама по-нао.
So, ich bin mal wieder mit einer Nebelkerze unterwegs. Das ist irgendwie öfter so, habe ich festgestellt. Liegt einfach daran, dass dieses ganze Firmen-Startup gründen, das habe ich halt noch nicht gemacht vorher. Drycorn-Präsentation machen muss und ich mich da nicht konzentrieren kann, wenn im Büro so viele Leute ständig um mich rum sind, kann ich nicht anständig arbeiten. Man sitzt halt immer so auf Kohlen irgendwie und man fragt sich so, klappt das? Und ich meine, ich habe auch irgendwo echt Angst, dass es nicht klappt. Und man freut sich ja schon so, ne? Wenn man so eine E-Mail bekommen hat, wo so klipp und klar drin steht, die Holding möchte Partake on your company haben und die Investmentsumme von 6,4 Millionen Euro ist reserviert oder so Zeug schreiben sie dann. Ist ja eigentlich, naja, okay. Aber ja, dann fängt man an, das zu glauben. Dann fängt man an zu glauben, dass man wirklich 6,4 Millionen Euro auf sein Konto überwiesen bekommt. Und dass man dann auf Ende des Jahres bereits nach San Diego zieht. Wir gehen jetzt gleich zu Drycorn rein. Drycorn ist da hinten. Schnell noch eine rauchen, ein bisschen vorbereiten. Herr vor dem Felde kommt auch. Die guten Nachrichten sind, Drycorn hat gesagt, sind begeistert. Exakter Wortlaut von Herrn: Es wäre falsch für Drycorn nicht an dieser Vision teilzuhaben. Ja, das ist gut. Das Gute ist, der Businessplan steht. Also, wow. Wirklich, wow. Das ist ein Teil. Das ist nochmal, das ist richtig gut. Hey. Ohne Spaß. Dieser Businessplan ist so gut. Ich meine, ich bin definitiv auf eine weitere Finanzierung angewiesen. Ne? Ich meine, aber die Finanzierung werden wir schon bekommen. Also bin ich mir fast sicher. Ja, die Skepsis ist auch gestiegen, nachdem ich mit Nenad über die gesprochen habe. Ist unsere Skepsis gestiegen, was die Authentizität des Herrn angeht. Ich meine, es kann schon sein, dass das wahr ist, dass das Wirklichkeit ist. Es kann aber auch sein, dass das ein Fake ist. Wenn es ein Fake ist, ne, dann ist er echt professionell. Wenn du den 16-jährigen Carsten fragen würdest, ja, das passiert dir dann, wie reagierst du? Wie bist du drauf? Dann würde der 16-jährige Carsten wahrscheinlich antworten, ja, ist doch alles cool. Was willst du mehr? Hast einen Investor gefunden? Hast ein Startup? Meine Fresse, wenn es scheitert, machst du etwas anderes. Meine Fresse, wenn es gut geht, bist du fettreich.
ist gerade in dieser internationalen Prüfungsphase. Also so wie es mit dem Patent aussieht, kann es tatsächlich sein, dass ich der Erste bin, der die Verknüpfung von gewissen Modulen patentiert hat. Aber es kann sein, dass ein Chinese sechs oder 6 Tage vor mir genau dasselbe eingereicht hat. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dass dieser Chinese dasselbe Ding eingereicht hat, was ich im Moment noch nicht einschätzen kann, dann ist es echt ohne Scheiß traurig. Wenn das wegen 6 Tagen, also ich habe das Ganze am 28. Januar 2014 eingereicht. Und wenn der das tatsächlich am 22. Januar 2014 eingereicht hat, dann ist das echt scheiße, Digga. Ohne Witz. Das geht dir echt fett auf den Sack. Ja, also, meine Fresse, 22., 28. Das ist so ein fucking Unterschied von fucking 6 Tagen, Mann. Oh, fuck. Es gab Unruhen hier im Land. Und plötzlich fühlst du dich, als ob du in einem Kriegsgebiet bist. Ohne Scheiß. Es hat letzte Woche Mittwoch angefangen. Da haben sie protestiert ständig. Haben sie dann so ein Regierungsgebäude mit Eiern beworfen. Auf jeden Fall. Dann sind wir auch hier Freitag umgezogen. Und dann war hier auch so ein Protestzug auf der Straße da unten. Also heute ist Montag. Am Samstag oder am Sonntag? Ich glaube am Samstag. Gab es dann eine Schießerei in der Stadt Komunovo. Bei KPMG war ich ja letztens und die haben gesagt, dass wahrscheinlich nicht hinter dem steht. Das heißt, das Video wird unterbrochen, mit der Sekunde, wo ich davor stehe, und es werden die Grafiken imitieren meine Körperhaltung. Jetzt in dem Moment sieht man natürlich noch meinen richtigen Arm und den Arm des Models, der jetzt hier angezeigt ist. Deswegen überblenden wir das mit einem alternativen Hintergrund aus der Werbekampagne des Fashion Labels, wie ihr jetzt seht zum Beispiel. Hier ist also ganz klar zu erkennen, wie nicht mehr mein Körper zu sehen ist in den Elementen. Wir arbeiten zurzeit daran, dass die Passform hier oben am Hals noch besser übereinstimmt, aber wir nähern uns immer mehr einem realistischen Bild. Böse? Okay. Kleinen Mietauto. Ich möchte das kurz festhalten und den Moment nutzen. Ich glaube ganz ehrlich, das Gefühl, selbstständig, aus eigener Kraft etwas kreiert zu haben und man bekommt so etwas als Benefit. Ich glaube ganz ehrlich, dieses Gefühl
Das kann niemand irgendwie anders erreichen. Ich hab ein derartiges Glücksgefühl in mir. Das ist so, ja, weiß auch nicht, das ist wirklich absolut, absolut gut. Habe gerade die ersten Anfragen, Investmentanfragen an Venture-Kapitalunternehmen geschickt. Ja, ist schon irgendwie auch komisch, so jetzt ist der Moment gekommen. Ich habe den Moment immer vor mir hergeschoben und mir gedacht, wenn es dann soweit ist, wird alles perfekt sein. Natürlich, jetzt ist alles halt wieder so, wie es halt ist. Man macht, man tut. Habe ziemlich viele gute, tolle Venture-Kapitalisten gefunden. Entrepreneurs Fund von C&A grundsätzlich, von der Familie Brennickmeier, Adidas mit Hydra Ventures, dann nicht zu vergessen Media Ventures von Ströer, was noch, waren schon noch einige. Sag ich mal so, das sind alles Corporate Ventures, das sind alles, die auch einen strategischen Hintergrund sehen können. Ich bin hier bei den Order-Tagen der Fashion-Industrie Deutschland. Mich mal unterhalten, mein Produkt vorgestellt, Visitenkarten verteilt, meine wundervollen Einladungsflyer, die eigentlich ganz gut sind. Also kann mich jetzt nicht so beschweren. Das Wasser steht mir bis zum Kinn. Also, das Device wurde geliefert. Spiegeleffekt vorne auf der Frontscheibe. Wir haben Indifferenzen mit den Sensoren. Leider sind die Indifferenzen so stark, also die sind nicht überall gleich stark. Also im oberen Bereich tracken wir gut, aber im unteren nicht. Blödes Hardware-Problem. Zu allem, was ja eigentlich sehr toll ist, Herr Vordefelder hat mir heute eine E-Mail geschrieben. Hat geschrieben, dass sein Einkaufsleiter sich darum gekümmert hat, nette Persönlichkeiten aus der Branche einzuladen. Unter anderem darf ich damit rechnen, dass Hugo Boss Vertreter schickt. Was grundsätzlich wirklich toll ist. Das einzige Problem ist, dass das scheiß Gerät nicht funktioniert. Und wenn dieses Gerät nicht funktioniert, dann hat der Carsten ein richtiges Problem. Naja. Unser Event war vergangenen Freitag und es ist alles gut über die Bühne gegangen. Es war ein Erfolg. Zeitungsberichte hat es gegeben. Die Textilwirtschaft war da. Der gute Mann, Herr Rösch, wird einen Bericht schreiben. Mit Fotostrecke gegebenenfalls. In der Print. Was, wie ich hörte, eine große Ehre ist. Ja, RTL, ernsthaft. RTL hat bei mir angerufen. Die kommen morgen um 13 Uhr. Geschmack im Kaffee, Farbe im Leben. Das ist schon irgendwo ganz schön stressig. Aber ich bin heute früh aufgewacht, voller Energie, mit Vorfreude. Es könnte sein, dass es heute so der wichtigste Tag ist.
Das ist heute wahrscheinlich der Tag, auf den ich hingearbeitet habe. Es wird T-Ventures und Care4, IBM, ein großer Business Angel Investorin und Consulting in der Jury sitzen. Ich meine, das ist eine hochkarätige Jury bei Hands-on Tour. So, das ist also eine Stage, auf der ich heute stehen muss. Dann bin ich heute noch auf einer anderen Stage von der DTCOM. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon wirklich sehr krass. Eine Herausforderung. Ohne Scheiß, 2 Pitches auf so einem Event in 2 unterschiedlichen Gebäuden. We already kicked it off yesterday at 2 o'clock. So just have this in mind that the teams who are going to present in a few minutes. Ich habe zweimal gepitcht, war gut, war echt gut. Ich war ruhig, ich war cool, ich habe klar erklärt, gut gesprochen, auch bei dem englischsprachigen Pitch. Wir haben gerade den Product Hunt da drüben in einem Gebäude hinter uns gebracht, Alexandra und ich. Wir haben dort einen Prototypen ausgestellt. Ich habe auf der Bühne gepitcht mit einem Livestream im Internet. War nicht mein bester Pitch, aber auch nicht der schlechteste. Bin leider ein bisschen confused durcheinander gekommen, aber wie auch immer. Einen sehr guten Kontakt gehabt. Business Angel, 240 angeboten als Invest. Denkt stark drüber nach, wirklich langes Gespräch, sehr gut. Hab gestern die Höhle der Löwen angeschaut. Hat sich als eine meiner Lieblingssendungen inzwischen herausgestellt. Und ich habe mich gerade eben drüber aufgeregt. Und erstmal habe ich festgestellt, warum tue ich mir denn so schwer, scheiß 240.000 Euro zu finden, wenn ich gestern bei der Höhle der Löwen, sieht das so einfach aus. So, ja, so aus dem Bauch heraus entscheiden, dass die Herren und Damen. Aber ich habe jetzt festgestellt, es ist Show. Es spiegelt nicht die Realität in dem Sinne wider. Hinter mir seht ihr das Open Innovation House hier an der Aalto-Universität in Helsinki. Dieses Aftermeeting mit dem EIT hat gezeigt, dass die Situation sogar noch besser ist. Die würden uns 60.000 Euro zur Verfügung stellen, damit wir einen Case machen mit einem der ihrer Partner, was echt eine geile Sache ist, weil genau das brauchen wir. Dann eben dieses Geld vom EIT. Da habe ich jetzt eine E-Mail bekommen, dass in England, in London praktisch genau daran geforscht wird von dem London College of Fashion oder so ähnlich. Und die würden 35.000 Euro zur Verfügung stellen, wenn wir da den Zuschlag bekommen. Ach ja, und die Höhle der Löwen hat jetzt auch wieder geantwortet, also ist noch nicht entschieden. Ich hoffe aber sehr stark, dass das natürlich bald sich entscheidet. Höhle der Löwen wird auch sehr viel Reichweite und sehr viel Kommunikation und auch die Business Angels dort. Genau heute vor einer Woche waren wir in Belgien bei Barco, bei der Belgian American Radio Corporation. Meeting war perfekt, war super. Top Feedback bekommen. Ja, aber ich weiß, dass sie investieren werden. Es war so gut, es war ein perfektes Meeting, es war bombastisch. Es passt genau in ihr Konzept. Ich habe am Donnerstag eine E-Mail zurückbekommen von Barco aus Belgien, die also praktisch geschrieben haben, alles schön und gut. Wir haben Interesse zu investieren, aber erst wenn der Case auf der Straße ist mit guten Ergebnissen. Das heißt also, es bringt mich nicht wirklich weiter, weil ich ja erst diesen Case machen muss. Ich praktisch schon von mehreren Venture-Kapitalfirmen jetzt erfahren habe, ja,
wenn der Case da ist und wir haben ein Proof of Concept. Das ist schon komisch, dass man sich, manchmal glaubt man verändert die Welt und man würde alles machen können und man kann sich's aussuchen und dann ist doch wieder Realität und man findet 3, wo man sich so gute Chancen errechnet aber man muss trotzdem hoffen und beten und wünschen und tun und man weiß es nicht. Das ist immer dieses Ding, man weiß es nicht. Eigentlich ist es logisch. Es gibt gewisse Sachen und dann sagt man, ja, das passt ja perfekt. Das ist ja genau das, was ihr wollt. Hier. Aber das hatte ich halt auch schon in der Vergangenheit. Ich hatte auch schon diese Ernst & Young Startup-Initiative im Januar, wo ich auch gedacht habe, hey, das passt doch. Und dann kriegst du eine Absage so. Mit den Worten, ja, bitte behalte deinen Unternehmerspirit. Ah ja, werde ich behalten, danke. Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende. Ich war letzte Woche Mittwoch, Donnerstag, Freitag in Sofia. Das war sehr cool eigentlich. Habe dort auch eine Private Session für den CIO von Dell gegeben. Der findet das ganze Device, den ganzen Businessplan, das Konzept ziemlich gut. Hat gemeint, er verbindet mich zu dem Venture-Kapital-Arm von Dell. Aber irgendwie bleibe ich trotzdem skeptisch. Es ist ja so, dass inzwischen habe ich ja ein Meeting gehabt mit von der Otto-Gruppe, eine E-Mail bekommen, dass es interessant ist und dass sie es machen wollen von Galeria Kaufhof, eine Top-Managerin für Innovations von der Metro-Gruppe, ja, den Kontakt mit Adidas und Outfittery.de. Alles so Sachen, die eigentlich klappen müssten, aber irgendwie nicht klappen. Ja, jetzt haben wir noch hier diese Accelerator-Programme. Da haben wir ja tatsächlich Absagen bekommen von dem mit Diesel, dem H-Camp. Verstehe ich bei weitem nicht, verstehe ich bei Gott nicht, warum die abgesagt haben. Ja, und außerdem hat auch der Intel Accelerator abgesagt. Macht auch überhaupt keinen Sinn. Das Einzige, was jetzt noch bleibt, ist der Future Fashion Store von Bräuninger und Adler. Ich hoffe, das klappt, weil ansonsten bin ich langsam echt mit meinem Latein am Ende. Ja, ich habe jetzt noch ein paar Business Angels angeschrieben, habe auch noch 2 weitere Accelerator-Programme gefunden. Ja. Ja, und was mit wird, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, der macht's. Ich hoffe es wirklich. Ansonsten habe ich dann noch gescreent, was es sonst noch so an Wettbewerbern gibt. Und es ist halt echt so, die haben alle Bottom-up-Systeme und die Optik ist auch alle nicht so gut. Die überblenden alle nicht den tatsächlichen Body und die sind eigentlich auch alle relativ aufwendig und schwächer. Also vom User Interface her schwachsinnig und dann haben die auch nicht so eine große Vision mit den den User-Profilen. Aus meiner Perspektive sind wir so viel besser und es ist so logisch, aber es ist halt immer schwer. Also ich fliege nach Deutschland, weil ich treffe morgen. Mit dem habe ich hier den Businessplan geschickt zum Prüfen, ob er investieren will. Ich habe ihm ja gesagt, ich fliege bloß nach Deutschland, wenn es auch wirklich ein Investment Case für dich ist, weil es bringt ja nichts, wenn ich da jetzt hinfliege und wir trinken Kaffee und dann sagst du mir, es ist nicht skalierbar genug oder es ist zu hardwarelastig. Habe ich ihn angerufen gestern und da hat er gesagt, ja, also es ist ein Investment Case. Ich gehe jetzt stark davon aus, also meine ganzen Hoffnungen liegen jetzt wirklich da drin. Ich mache das Investment mit und dann kriegen wir Bräuninger. Dann
habe ich einiges zu tun den Sommer. Ich hatte gerade einen Termin mit Lidl. Wir haben einen Resold von Bräuninger bekommen. Welches ist negativ? Was mich sehr traurig stimmt. Aber endlich habe ich irgendwie eine Antwort, warum es nicht funktioniert. Also ich bin hier bei DeFacto, wir waren auf der Challenge. Und ja, es liegt daran, dass die Technologie noch nicht so weit ist. Ich habe das Gefühl, jetzt ist es vorbei. Oh, ich bin hin und her gerissen. Manchmal bin ich sehr am Zweifeln, ob das alles noch was wird mit Fantastic. Manchmal habe ich auch wieder ein bisschen Mut, ein bisschen Zuversicht. Bin mir nicht sicher. Dann wieder das Gegenteil, möchte das alles aufgeben. Der Christoph hat sein Netzwerk geöffnet und der Stefan Dorfmeister und der Dominik Leiter haben teilgenommen an dem Meeting. Es sieht stark so aus, als ja, also die haben zugesagt, die werden investieren. Natürlich müssen wir das annehmen. Wenn wir jetzt nicht endlich mal mit dem Produkt in Vertrieb gehen, dann brauchen wir auch nicht weitermachen. Und das ist ja dann der Vertrieb. Wir müssen endlich Werbung, Reichweite für den Werbeplatz verkaufen.
ja, es spitzt sich alles auf diesen Moment jetzt dann zu, dass wir Vertrieb machen dafür. Und es ist schon so ein Kribbeln im Bauch. Es ist schon Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wenn es funktioniert, ist es extrem gut. Und wenn es nicht funktioniert, ist es extrem scheiße. Dann endet das Ganze vielleicht in so einer Art Insolvenz. Ja, aber ich habe einen schönen Spruch gelesen und der Spruch, der bleibt mir so ein bisschen im Kopf zurzeit. Der ist: Zuerst tust du das Nötige, dann tust du das Mögliche und dann passiert das Unglaubliche. In diesem Sinne. Keine Antwort mehr von Pepe Jeans, die haben ja 5.000 Euro in Aussicht gestellt. Hunkemöller hat abgesagt. Hallhuber hat abgesagt. Habe jetzt vorhin mit Fussel Modestraße telefoniert, erstaunlich gutes Gespräch eigentlich. Ich habe aufgegeben mit Fantastic. Habe auch heute mit telefoniert. Vorfinanzieren wird er nicht machen. Ja, aber ich bin froh, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich habe wenigstens das Produkt getestet im Vertrieb. Und es hat sich herausgestellt, dass kein Bedarf im Markt ist. Zumindest damit kann ich jetzt in Ruhe das Ding sterben lassen. So schaut man aus, wenn man einen Insolvenzantrag für sein Startup stellt. Ja, Herr Dorn, wie ist es denn gelaufen? Also zunächst muss man mal sagen, dass das ein sehr interessanter Besuch war. Wir haben unser Geschäftsmodell gut rüberbringen können, sodass die Gegenseite auch Ansätze gefunden hat, wie man theoretisch zusammenarbeiten kann. Ja. Wir haben es nicht geschafft, auch wenn ich im Vorfeld schon gesagt habe, wir fahren bloß runter, wenn wir über ein Investment von mindestens 50.000 Euro sprechen und also nicht nur zum Kaffee trinken. Aber wir haben es nicht geschafft, die Herren festzunageln auf das Thema. Trotzdem beurteilen wir das Ganze als Erfolg. Richtig? Es wäre auch überhaupt nicht real gewesen, wenn die sich heute zu einer Aussage bereit gefunden hätten, weil so einen Deal kann man nicht so oberflächlich abschließen, sondern man muss im Detail prüfen, was der andere anzubieten hat, und erst dann kann man bewerten, wie man selber zu dieser Sache steht. Ja, das stimmt. Ja. So viel dazu, wer weiß, vielleicht geht es doch noch weiter mit Fantastic, vielleicht auch nicht. Wer weiß.